Ja, man hat es schon gehört, Tim. Ja. Hey, da sind wir wieder, würde ich sagen. Ja. Heute unterwegs hier mit Gänsen. Warte mal, können wir gleich mal draufhalten kurz. Antwortet nicht. Reagiert nicht auf dich. Komm, Tim, weiter geht's. Wir haben heute noch einiges vor. Ja. Wir sind mal wieder unterwegs. Ich glaube, das erste Mal in diesem Jahr, dass wir außerhalb unseres Kleingartens unterwegs sind. Mal abgesehen von meinen 5,5 Wochen in Thailand. Aber nicht das erste Mal in dieser wunderschönen Stadt. In dieser wunderschönen Stadt, ja. Und wir drehen jetzt gleich einmal das Bild um. Wir drehen gleich das Bild um. Genau. Und dann kann man erraten, wo wir sind. Dann kann man erraten, wo wir sind. Und man kennt es schon aus einem der letzten Videos. Wir waren hier schon mal. Ja. Ich war hier sowieso schon ziemlich häufig. Ein paar Jahrchen früher. Ja, und jetzt habe ich es geahnt. Jetzt sind wir so dicht dran, dass man eigentlich kaum noch sehen kann. Oh, Meinst du, man kann es sehen? schön. Drehen wir mal um. Es ist ein Schloss, was schön zugewachsen ist, jetzt mit den ganzen Kastanien davor. Aber wir gehen einfach mal weiter. Und wenn ihr jetzt schon wisst, wo wir sind, wir werden ja mal wieder eine Live-Premiere machen zu diesem Video. Ja, stimmt. Dann schreibt es doch schon mal in den Live-Chat, wo wir uns gerade aufhalten. So, und jetzt gehen wir mal auf die Liebesinsel. Oh, jetzt wird's romantisch. Da werden wir nämlich einen perfekten Ausblick haben auf das Wahrzeichen dieser wunderbaren Stadt. Wir lösen es mal auf. Ja, Ja, lösen wir wir auf. sind nämlich... Ach, weil hier sieht man es doch. Oh, hier sieht man es ganz gut. Tim, wo sind wir denn eigentlich heute? Ja, wir sind im wunderschönen Schwerin. Da, wo 2009 die Bundesgartenschau war, die Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern. Ja, sehr schön. Und meine Heimatstadt. Also hier Deine bin ich Heimatstadt. aufgewachsen. Und groß wer uns geworden. regelmäßig sieht, weiß, dass wir schon mal hier waren. Genau, da erinnere ich, wie du oben auf der Brüstung gestanden hast. Ne? Und mein Volk gegrüßt. Und dein habe. Volk gegrüßt hast. Sehr Ja. schön. Wir gucken hier einfach noch mal kurz rum, aber Ja. wir haben ja heute hier auch noch einiges andere. Genau. vor. Ja, wunderbar hier, auch der Schlossgarten. Schön gestaltet. Tim, wie findest du sowas? Ja, schön. Würdest du auch gerne haben? Hätte ich auch gerne. Ich möchte es nicht pflegen müssen, aber dafür sind ja Martin und du da. Naja, Blumen hier im Garten ist ja eine schöne Sache. Ja, schöne Blumen. Aber man kriegt hier auch noch mehr Inspiration. Ne? Ja, und das möchte ich gerne, dass wir das auch bald haben in unserem Garten. Vielleicht nicht ganz in der Dimension, dann wird es eng. Ja. Guckt mal da, so eine wunderschöne Steingrotte. Wow. Also größentechnisch, ich denke, ich weiß nicht, ob das jetzt einen Bauantrag bedarf, aber Ach, ich denke, wenn man die Steine locker aufeinander macht, sodass sie mobil sind, dann kann da eigentlich nichts passieren. stimmt, mobil ist ja immer das Stichwort. Genau. Ne? Wir fragen mal in die Gemeinschaft, was meint ihr, so eine Grotte im Kleingarten? Ich vermute, wir bräuchten etwa 150 Tonnen Steine. Genau, gibt es vielleicht jemanden unter euch, der einen Steinbruch besitzt und uns ein bisschen was spenden würde? Das wäre toll. Wir wären dabei. Vielen Dank für eure Unterstützung. Oh, wie toll. Was toll. Ja, mit so einem Flüsschen Mit dann Wasser, da das ist der durch. Schweriner See, Tim. Das ist nicht der Schweriner See, das ist ein Teil des Schweriner Ein Sees. Teil des Schweriner Sees, wie man hier Genau. sieht. Und Aber wie schön. Guck mal, da könnte man jetzt quasi barfuß rein. mach doch mal. Das ist mir jetzt, glaube ich, noch ein bisschen zu kalt. Warum? Ist doch Mai schon. Das stimmt. Aber die Grotte hier sieht echt cool aus. Also ein Besuch zum Schloss. Wir empfehlen das. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir empfehlen das auf jeden Fall. Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Oh, you shine like gold, so softly. Wer von euch war denn auch schon mal in Schwerin und wie fandet ihr es? Und habt ihr vielleicht Ideen, welche anderen Städte wir besuchen könnten, um uns da Kleingärten anzuschauen? Das werden wir nämlich auch dieses Mal hier in Schwerin machen und deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg. Und wir stehen jetzt mitten in Schwerin. Hier fahren ganz viele Autos, eine Tram und man vermutet gar nicht, was es hier gibt. Wir sind hier in der Wismarschenstraße 282 und hier gibt es einen Kulturgarten, der Kulturgarten Schwerin. Und was das ist, das zeigen wir euch jetzt. Wir stehen jetzt mitten im Kulturgarten Schwerin und neben mir steht Heike und du bist im Vorstand.
beim Kulturgarten, richtig? Ja, das ist richtig. Kannst du vielleicht in 2, 3 Sätzen erklären oder auch mehr, was hier im Kulturgarten so passiert und was euer Ziel ist? Na, kann ich gerne machen. Also wir sind ein Gemeinschaftsgarten und unser Ziel ist es, mit vielen Leuten die Leidenschaft des Gärtnerns zu teilen. Und die Leute haben hier eigene Parzellen, die sie bewirtschaften, und sie haben auch Anleitungen dabei. Und ja, wir wollen was ernten, wir wollen uns begegnen, wir wollen uns kennenlernen. Und wir machen aber auch Bildungsarbeit. Also unser Ziel ist es, neben dem Ernten eben auch das Wissen ums Gärtnern weiterzugeben und ja, unter die Leute zu bringen. Also das heißt, jetzt könnten auch zum Beispiel Schulklassen kommen und könnten sich erklären lassen, wie baut man bestimmtes Gemüse an und so. Genau. Und kann hier theoretisch jeder mitmachen? Also man kommt und sagt, ich interessiere mich dafür, und dann hat man so 2, 3 Schnupperstunden quasi? Genau, so ist es. Man findet uns auf der Website oder wo auch immer, kontaktiert uns, und dann verabredet man sich mit uns und schaut sich das an. Und ja, wenn man denkt, dass das Konzept das Richtige ist, also eben auch gemeinsam überall zu ernten und das zu teilen, und ja, dann kann man mitmachen. Okay. Bislang kann das jeder, der möchte. Ja. Und seit wann gibt es euch? Das ist noch gar nicht so alt, das Projekt, oder? Das ist doch tatsächlich schon seit 2013. Ah, okay. Also seit 2013 gibt es den Garten. Am Anfang waren wir aber nur wenige Leute und sind da auch noch gar nicht so öffentlich mit geworden. Ja. Aber so seit 2016, sag ich mal, ist es gewachsen und hat auch so ein bisschen mehr Form bekommen, sodass wir dann wussten, wie wir das hier alles machen wollen. Ist ja auch nicht so einfach Ja. mit vielen Leuten, und dann, genau, es ändert sich auch immer so ein bisschen, was hier Fokus hat und wie man das machen will mit den Gärtnern zusammen. Und wer ist auf die Idee gekommen? Also wie ist das entstanden? Also da war ich gar nicht dabei. Ich bin 2 Monate später dazu gestoßen, und die Leute, die das initiiert haben, sind leider auch gar nicht mehr mit dabei, Okay. bis auf eine. Ja, die Fläche war bekannt, und die Idee war da, dass es eine tolle Sache ist, mit Leuten in der Stadt zu gärtnern. Okay. Und dann eben, dass man das auch hier machen kann, weil man die Fläche hat. Die Fläche war ja mal Schulgarten gewesen zu DDR-Zeiten, und ganz früher war es eine Gärtnerei, also ganz optimale Bedingungen. Und dann ging das los, Okay. so mit einer Handvoll Leuten, die erst dachten, wir wollen uns hier selbst versorgen mit ganz viel Landwirtschaft. Aber der Fokus hat sich ja dann ein bisschen geändert. Ja. Also jetzt ist Und was sind hier so verschiedene Projekte? Also hier wahrscheinlich erstmal Gemüseanbau, dann sehe ich da, ist wahrscheinlich so eine Kräuterinsel Genau, oder so das- da hinten. Ja, wir haben hier die Gemüsebeete, das sind 36 Stück. Und dann haben wir da die Kräuterspirale und dann noch so ein strahlenförmiges Beet drumherum. Wir haben Bienen, das ist uns auch ganz wichtig. Also auch von Bienen, Anfang an. ach da hinten. Bienenvölker, aber das Mhm. war von Anfang an ein wichtiges Standbein. Ja, und dann haben wir viel zu tun hier auf der Fläche. Ne? Also wir müssen hier mähen und die Bäume schneiden. Wir haben ja auch viele Obstbäume und die Gebäude. Da haben wir auch schon sehr viel gemacht. Wir haben ja glücklicherweise die Gewächshäuser, und all das muss ja auch gepflegt und unterhalten werden. Das heißt, ihr geht nicht in ein Gartencenter und kauft euch das ganze Zeug, sondern ihr zieht es wirklich aus selbst. Ja. Und kann man auch zu euch kommen und für den eigenen Garten auch was holen? Oder? Genau, Ja? das kann man machen. Wir haben Verkaufstage, und wir machen auch jedes Jahr mit an den Tagen der offenen Gärten. Ja, es gibt so 4 bis 6 Termine, wo man hier Pflanzen kaufen kann. Das kann man auf der Webseite dann finden, wann das ist. Okay. Und dann freuen wir uns, Okay. wenn wir uns so Pflanzen loswerden. Das ist dann auch für uns nochmal so eine finanzielle Unterstützung, ne, wenn wir das machen. Genau. Ja. Und generell alle Leute, die das jetzt sehen und Lust haben, die haben die Möglichkeit, hier vorbeizukommen und zu schauen, ob sie mitmachen Ja. wollen. Das ist so, genau. Okay. Naja, dann schauen wir mal ein bisschen umher, würde ich sagen. Was ist denn eine Jurte? Ja, das, genau. Also für mich sieht es so Also aus, als ob da drin was geräuchert wird oder so, weil also ich liege aber wahrscheinlich Da völlig ist- falsch. Ja, tust du. Also Okay, es sei denn, du gut. meinst die Leute, die sich dann da reinsetzen und den Ofen anmachen. Also da ist ein Ofen drin. Ah, okay. Dann kann man es warm haben im Winter. Okay, und 2 Bienenvölker sind es, die ihr habt. Wer ist bei euch Imkerin? Wer macht das? Gibt es da mehrere? Oder? Wir haben eine Imkerin, Katharina heißt sie, Katharina Boy. Und die ist auch schon von Anfang an mit dabei im Garten. Und die ist Imkerin und hat so eine Handvoll Mitglieder um sich geschart, die das jetzt mit ihr zusammen machen. Okay. Und Bienen betreuen. Und Ja. Robert hat ja immer so ein bisschen Respekt vor Bienen und alles, was stechen kann, weil er im letzten Jahr von einer Wespe gestochen wurde. Aber wenn man jetzt so seitlich rangeht und sich ruhig verhält, dann geht's eigentlich, dann passiert oder? nichts. Okay. Siehst ja, die sind total beschäftigt Ja. mit
Pollen sammeln und ja, Genau. wenn man da jetzt nicht hektisch vorbeiläuft oder sich direkt in die Einflugschneise stellt, dann passiert normalerweise nichts. Ja, okay. Oder direkt reingucken und Hallo sagen. Die Kiste aufmachen kann man auch nicht. Nein, ich möchte nicht reingucken. Ich möchte die Also, wenn Privatsphäre unsere nicht Imkerin stören. dabei wäre, die würde dir das bestimmt gerne zeigen. Das Okay. kann man natürlich machen, muss man ja auch, ne? Aber wir machen das jetzt vielleicht besser nicht. Und kriegt ihr da für euch Honig raus? Ja. Oder? Ja? Okay, gut. Genau. Das ist auch für uns, für die Mitglieder. Ja. Wir verkaufen den auch nicht. So viel ist es auch nicht, weil wir das jetzt auch, wir ernten nur einmal den Honig und lassen den Bienen den Honig für den Winter dann. Also das ist wirklich nur ein bisschen. Und Okay. ansonsten versuchen wir das wesensgemäß möglichst hier zu machen. So, jetzt stehen wir hier oben und hier steht ja also über eine lange Reihe Gewächshäuser. Die sehen jetzt aber auch nicht so neu aus. Die gibt es vermutlich ein bisschen Ja. länger als euch hier vor Ort. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Die sind schon sehr alt. Wie alt kann ich gar nicht genau sagen, aber ich würde schon sagen, die ältesten sind 80 Jahre, Okay. weil das hier also eine Gärtnerei gewesen ist ganz früher und dann später ein Schulgarten zu DDR-Zeiten, der zentrale Schulgarten, genau. Und dann haben wir das übernommen. Also dann war es eine Weile brach und dann Ja. haben wir es übernommen. Und da drin macht ihr die ganzen Anzuchten, Aussaaten und so. Genau, Genau. da ziehen wir unsere Jungpflanzen an. Ja. Und Okay. lassen auch Pflanzen überwintern von Leuten, Ja. die das gerne wollen. Ne? Die das irgendwelche geht auch? Pflanzen, das geht auch. Okay. Ja, also da steht ja auch noch alles voll mit ich weiß nicht, was das ist genau, aber Ja. genau, Oleander und sowas. Okay. Na dann schauen wir da mal rein, würde ich sagen. Da steht eine Kanne im Weg. Volle Kanne. Volle Kanne. Ach. Was? Tim, hast du dich hier gekämmt? Hast du dich hier gekämmt? Das ist sehr lustig, Robert. Nee, was ist das? Was Das ist Schafwolle, Schafwolle. ja, Macht ihr hier auch Pullover? mit der Wolle. Nee, nee, die haben wir tatsächlich als Dünger verwendet und als Mulchmaterial für Okay. Gurken und für Tomaten. Hatten wir letztes Jahr ausprobiert zum ersten Ja. Mal, weil wir es gelesen hatten und gehört. Ist ja quasi wie Stickstoffdünger, ne, so ähnlich wie Hornspäne. Okay. Und hat sich aber bewährt. Ja? Ja, werden wir dieses Jahr wieder machen. Ja. Okay, dann brauchen wir jetzt ein paar Schafe. Ich werde es nicht sein. So, jetzt sehen wir auch Robert wieder vor die Tür gelaufen. Ich bin heute schon am Auto. Mehrfach passiert. Na ja, gut. Ja. So, also hier sind jetzt die ganzen Jungpflanzen. Was habt ihr denn so? Was ist denn so das, was ihr am meisten anpflanzt? Ich erkenne ja überhaupt gar nichts Ich wieder. sehe Sonnenblumen, haben wir nämlich auch. Das sind Genau. Sonnenblumen. Okay. Na, wir säen hier alles aus, was wir in die Beete pflanzen wollen. Also angefangen von Salat über Kohl, Mais, jetzt Zucchini, Gurken, Tomaten, Mangold, rote Beete, na, was man alles so hat. Ja. Genau, die ziehen wir hier vor, damit wir einfach dann schneller schon was zu ernten haben in den Beeten. Aber auch Blumen und wir verkaufen eben die Jungpflanzen ja auch und eben auch Blumen. So haben jetzt ganz viele Zinien und auch verschiedene heimische, schöne Sommerblumen, auch Ja. Stauden. Ist wahrscheinlich sehr ertragreich dann für euch alle, was ihr so habt. Ja. Okay. Naja, und wie gesagt, man kann zu euch kommen und kann mitmachen. Und wenn man das rechtzeitig macht, kann man im nächsten Jahr mit euch 10 Jahre feiern. Das stimmt. Ja. Richtig? Den Verein gibt es seit 10 Jahren im nächsten Jahr, Ja. seit 2013. Also noch ein guter Grund, mal vorbeizuschauen, spätestens im nächsten Jahr. So, jetzt sind wir noch in einem anderen Gewächshaus, wo ihr ganz viel Gemüse oder Salat anpflanzt und Kartoffeln anpflanzt. Nein, Nein. das ist nicht richtig. Okay. Weil Damit hat es eine andere Bewandtnis. die sind auch hohl. Warum? Also Okay. diese Kartoffeln sind quasi Kellerassel, Ja. Fallen oder genau. Wir hatten hier so viele in dem Beet, dass der Salat gar nicht gewachsen ist, weil die eben auch dann doch die Wurzeln fressen. Ne? Richten nicht so viel Schaden an, aber wenn dann so viele Asseln da sind wie hier, quasi flächendeckend überall, Ja. genau, dann Und lockt man die an, die gehen da rein, fressen genau, verkriechen sich da, fressen das auch. und dann nehmt ihr Und die dann nehmen wir die Kartoffeln und Kartoffeln. bringt die raus und lasst die Asseln Asseln sein, Genau. sozusagen. Sammeln wir die okay. ab Und seitdem sieht es gut aus im Salatbeet. Cool. Okay. Ja, fanden wir auch.
So, und ihr habt hier spezielle Beeteinfassung. Wozu sind die gut oder was verhindern sie? Ich habe eine Ahnung. Möchtest du vorher raten oder soll ich? Naja, weil das bei uns auch oft Thema war und verschiedene Sachen wurden ausprobiert, wahrscheinlich gegen Schnecken. Ja, genau. Okay. Das ist ein Schneckenzaun und den haben wir auch schon sehr lange, bestimmt schon seit 8 Jahren. Und für uns war das die Rettung. Also bevor der da stand, ist wirklich ganz viel weggefressen worden. Okay. Und der verhindert das, dass die Schnecken da reinkommen. Also man muss schon innerhalb des Zaunes ein bisschen suchen auch. Klar, Ja. schleppt man sich da die Schneckeneier über den Kompost ein, aber dann kann man die Schnecken wenigstens raustun und dann kommen sie nicht wieder zurück. Genau, und hier drunter ist nochmal so ein Winkel, das heißt, die kommen da eigentlich gar nicht dran vorbei, die kommen gar nicht hier groß auf die Fläche, dass sie Genau. irgendwie rein können. Also man muss darauf achten, dass eben das Gras hier nicht so hoch wächst oder irgendwelche Sonst kommen Pflanzen sie da von drinnen drüber rein. Okay. nach draußen wachsen. Dann Ja. kommen sie dann natürlich überall rein. Und manchmal, ja, ein bisschen pflegen muss man das Ganze. Ja. Naja, aber für 8 ja. Jahre sieht es ja sehr gut aus. Also das kann ich nur empfehlen. Ja. Das kauft man einmal und hat wirklich lange was davon. Okay. Naja, dann wissen wir ja, in was wir investieren müssen. Ja, erstmal vielen Dank. Es war super interessant und bin erstaunt, wie groß das natürlich ist. Und dieses, nicht Jute, nicht Jate, Jurte, die Jurte. Das hat mich sehr begeistert, weil das kannte ich noch überhaupt gar nicht. Könnte ein nächstes Projekt sein für unseren Garten. Wir schauen. Ich auch. Gut, Ja. dank dir. Tja, gerne. So, wir sind jetzt in der Kleingartenanlage am Klingenberg in Wismar. Da ist die Ostsee, davor ein riesengroßes gelbes Rapsfeld und eine wahnsinnig große Anlage mit über 400 Parzellen. Und ich finde ja, dass die Lauben ganz besonders sind. Die haben wir so bisher noch nicht gesehen, sehen bei uns völlig anders aus. Kann man hier schön sehen, schön spitze Dächer bis auf den Boden. Und das schauen wir uns jetzt mal weiter genauer an. Die Man hat Häuser sind auf jeden Fall interessant, die Lauben. Die sind sehr, sehr interessant. Sieht irgendwie ein bisschen anders aus als Bei die, uns. die man sonst so kennt. Vor allem bei uns in der Anlage in Berlin-Pankow. Hier hat man auch einen schönen Ausblick nach unten. Ja. Das hat man ja in Schwerin doch auch gehabt, dass es da so bergab ging. Aber das ist hier schon nochmal was Besonderes. Da hinten sehe ich auch schon ein Trampolin stehen. Auch die tollen Rapsfelder im Hintergrund zu sehen. Ja, und die Kreativität hier, also wenn man mal sieht, so die Lauben. Was ein bisschen ungünstig ist, wenn man so bergauf und bergab guckt und dann halt diese riesigen Hecken hat, man sieht halt kaum noch was, ne? Also doch, hier schon, sieht auch echt schön aus dann wieder. Aber einige Gärten sind ganz schön eingemauert, könnte man fast sagen, ne? Ja, wir haben ja jetzt leider festgestellt, dass es hier keinen direkten Zugang zum Wasser zur Ostsee gibt. Also leider nicht. werden wir irgendwo mal gucken, dass wir zur Ostsee kommen hier. Und es gibt sie hier doch in Wismar Wen? oder Umgebung von Wismar. Wir sind nämlich gerade in Zirow bei Wismar und haben endlich die Ostsee gefunden. Also es war ehrlich gesagt nicht schwer, die Ostsee zu finden. Ja, das stimmt. Aber wir wir sind sind- jetzt an der Ostsee. Genau, wir sind jetzt an der Ostsee. War nicht so einfach vom Campingplatz, hätte ich fast gesagt, weil hier ist ein Campingplatz auch. Von dem Was willst du sagen? Kleingarten, Ja. Dingsbums aus. Aber jetzt sind wir hier und jetzt suchen wir uns Genau. ein kleines, gemütliches Plätzchen, wo wir es uns gemütlich machen. Und du hast ein Handtuch mit, weil dir ja gleich ins Wasser gehen willst. Wir haben Handtücher mit, richtig? Ich einfach nur zum drauf sitzen. Robert will ins Gestern Wasser war gehen. ja Gestern. World Naked Gardening Day. Gestern. Und Ach, da guck mal, eine Tim da auch Sandbank. noch einen Beitrag zu leisten wollte, hat er gesagt. Das Machen hat er wir. nicht gesagt. Guck mal, das ist eine Sandbank. Sandbank, Wollen wir da mal Steinbank. hinwarten? Das, wir haben Schuhe an, ne? Ja, die kann man ausziehen. Okay, vielleicht Aber muss nicht. muss nicht. Vielleicht gehen wir erstmal hier ein bisschen den Strand lang Ja. und genießen das alles.
klar. Ja. Schön mit dem Campingplatz im Hintergrund. Mich erinnert Camping ja auch immer so ein bisschen an Kleingarten. Es hat ja auch was, finde ich, vom Kleingarten, oder? Ist ein bisschen ähnlich. Auf jeden Fall. Ha? Ich glaube, dass Camper sich gut mit KleingärtnerInnen auch verstehen könnten. Von daher, vielleicht sollten wir mal auf einen Campingplatz gehen. Was hältst du davon, Tim? Wenn wir mal einen Campingplatz besuchen. So einen richtig tollen Campingplatz. Wenn wir einen richtig tollen Campingplatz finden, dann können wir das gerne machen. Einfach mal gucken. Und Aber ich werde da nicht übernachten. warum nicht? Nee. Ich bin kein Camper. Aber es gibt, guck mal, hier gibt es auch so eine Motorhomes, so eine richtig großen Häuser quasi. Also so eine mobilen Häuser. Das ist dann Glamping quasi. Hast du denn schon die schöne Ostsee gezeigt? Ja, mehrfach. Was ist denn der Unterschied zwischen Ostsee und Nordsee? Na, erklär mal. Na, sag mal. Na, die eine ist im Osten, die andere ist im Norden. Das ist schon mal richtig. Ja. Und ansonsten? Na, die eine ist halt links und die andere ist rechts, oder was? Ja. Ja, was willst du mir jetzt sagen damit? Und aber so von dem Wasser her. Das eine ist Wasser, ist nass, das andere ist auch nass. Aber was macht das Wasser in der einen See, was es in der anderen See nicht macht? Ebbe und Flut meinst du? Oder was? Ja, Das ist an der Nordsee ganz extrem, mit dem ja, Bad und so. Ja. genau. Aber es gibt Ebbe und Flut gibt es ja auch an der Ostsee, oder? Nur nicht Ja, so aber doll. ganz. Wie an der Ostsee eigentlich? Ja, bestimmt. Das ist der Osten, da darf man das. Robert, du willst jetzt ins Wasser, richtig? Wetter ist eigentlich so schön, ich will es machen. Das Problem ist nur, Ja. wenn ihr das mal seht da hinten, die Leute stehen selbst, keine Ahnung, 100 Meter im Wasser immer noch Vielleicht sind das sehr große Leute. bis hier. Ja. Ich bin ja auch so klein, ne? Ja. Also von daher, Na komm jetzt. macht das so. Trau dich. Du bist doch ein ganzer Kerl. Du willst nur auch mich mal leiden sehen, ne? Ja. Normalerweise leidest du immer und Ja. jetzt soll ich leiden, ne? Ja. Robert, so, du willst jetzt in die Ostsee baden gehen, richtig? Mit Sonnenbrille? Ja, es ist halt ganz schön sonnig heute, aber ganz schön kalt und es wird schaffst ewig das. nicht was werden. Doch, du schaffst das. Du musst dich jetzt wegdrehen, weil ich muss mich jetzt nackt machen. Ja, ich dreh mich weg. Achso, will ich auch mit Kamera wegdrehen? Ich mich nackt. Ja. Jetzt gehe ich schnell rein. Ja. Ja. Das ist total steinig hier. Ist gar nicht so kalt. Ja, ja. Ich glaube, jetzt dreht er um. Oder? Nein. Ganzer Körpereinsatz. Mutiger Junge. Da kommt er. Boah, also es war echt kalt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nicht so kalt, wie ich dachte. Ja. Und ich wäre auch richtig komplett untergetaucht, aber es ging ja gar nicht, weil es so flach war. Klasse, hat voll Spaß gemacht. Wie ist es denn bei euch? Bei welchen Temperaturen geht ihr dann so ins Wasser, ins Meer? Also ich dachte eigentlich, dass ich nur noch in Thailand ins Wasser gehe, bei 27, 28 Grad Wassertemperatur. Aber das hier war ein bisschen weniger, aber echt schön. Ich würde... Hast du eigentlich gerade so deine Nudistenphase entdeckt? Gestern zum nackten Gartentag? Du meinst wie auf Instagram? Ja. Ja, also wer das noch nicht gesehen hat, kann ja auf Instagram gerne mal vorbeigucken. Ansonsten, ja du, wenn man hier in Mecklenburg ist, finde ich, dann Ist kann man, das normal. und wenn die Sonne so scheint, dann kann man das einfach auch genießen, das Wetter. Ja, und deshalb, das tue ich jetzt auch noch ein bisschen. Na Euch dann. Erstmal noch ein schönes Wochenende. Tim, das Wochenende ist jetzt fast vorbei. Wie fühlt sich das für dich an? Befreiend. Warum? Ja, okay. Wir hoffen, ihr habt auch ein wunderbares Wochenende gehabt, beziehungsweise ja mittlerweile schon einen schönen Start in die Woche. Das Video ging heute um 19 Uhr online. Wir haben gedacht, wir probieren das mal aus eine Stunde später, damit viele von euch nicht mehr beim Essen sind. Wie gefällt euch das? Montags, 19 Uhr, Live-Video mit Live-Chat. Das ist ja gar kein Live-Video, ist eine Live-Premiere, Ja. aber es gibt einen Live-Chat. Ihr könnt mit Ja. uns chatten. Was haltet ihr davon? Ja, wir waren in Schwerin. Nächste Woche sind wir wieder ganz normal
Sind wir nächste Woche wieder ganz normal? In Bist Berlin-Pankow du unterwegs. nächste Woche wieder ganz Ja, normal? du bist vor allem wieder ganz normal, hoffentlich. Wir haben ganz viel vor, wollen euch auch was ganz Interessantes nächste Woche zeigen. Ja, was? Was ganz Interessantes, was wir jetzt noch nicht sagen, ist eine kleine Überraschung. Ich kann es auch nicht sagen, weil ich nichts davon weiß. Ja. Und Projekte stehen an bei uns. Wir wollen ja unseren Kleingarten, unsere Kleingartenanlage ein bisschen sozialer machen. Mhm. Mhm. Und da erfahrt ihr nächste Woche viel, viel mehr. Ich fürchte, ich erfahre es auch erst nächste Woche. Und ja, bis dahin wünschen wir euch einen wunderbaren Start in die Woche. Bleibt gesund Guck mal, der Hund will in die Freiheit. und lasst keine Hunde frei. Die kleine süße Kyra. Ja. Tim, willst du noch was sagen? Kann ich jetzt wieder nach Hause? Du kannst jetzt auch wieder nach Hause. Gott sei Dank. Und wie komme ich nach Hause? Ja, das ist mir egal. Hier endet meine Fürsorgepflicht. Bis War dahin. das wieder schön. War schön, ne? Tschüss. Mann, dass du immer, weißt du, Was wir können doch denn? wenigstens einmal so tun, als ob wir uns verstehen würden. Weißt du, die Leute denken, oh Mann, Die denken schon richtig. naja, ich weiß es nicht. Wirklich, sowas. Ja, das ist meine Heimat hier. Bekomme ich jetzt was zu essen?